Hi, willkommen zurück zu unserer 6. Folge. Heute sind wir in einem Department, das wir bisher noch gar nicht gezeigt haben, nämlich die Mathematik. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir sind fürs mathematische Department in den Süden Erlangens gefahren. Aber keine Angst, wir klatschen euch keine trockenen Zahlen vor den Latz, sondern zeigen euch, wie vielfältig Mathe sein kann. Also ergreift nicht die Flucht, denn unsere 3 Mathematiker haben Spannendes zu berichten. Nachdem wir durch die Gänge der Fakultät geirrt sind, haben wir schließlich Michael, Michele und Martin getroffen. Ja, herein. Hallo, guten Morgen. Ihre Forschung dreht sich um so unterschiedliche Dinge wie die Optimierung von Gaspipelines, Modelle für zum Beispiel den Autoverkehr und die Verbesserung von Medikamenten. Das war so die pure Logik, ja. Also wenn du A sagst, dann folgt automatisch B, es geht nichts anderes. Und das hat mich irgendwie doch fasziniert. Und da war dann klar, gut, wird wohl ein Mathestudium werden. Michael Schuster ist 27 Jahre alt und seit 2011 an der FAU. Er absolvierte seinen Bachelor und Master dort und jetzt ist er gerade in der angewandten Mathematik und promoviert seit ca. 4 Jahren in dem Thema Modeling and Optimization of Gas Networks. Auf Deutsch gesagt, Modellierung, Simulation und Optimierung von Gasnetzwerken. Und zwar wollen wir in der Uni natürlich auch unseren Beitrag irgendwie zur Energiewende beitragen. Und da geht es eben hauptsächlich darum, um den Kohleausstieg zu bewerkstelligen, um die Atomkraft irgendwie außen vor zu lassen. Und bis aber erneuerbare Energien auch wirklich so weit sind, dass man die weit benutzen kann, übergangsweise eben Erdgas so effizient wie möglich zu gestalten, so energieeffizient wie möglich zu gestalten. Und daran arbeiten wir eben, um die bestehenden Pipeline-Netzwerke möglichst effizient zu nutzen, um viele Menschen, viele Firmen eben mit Energie zu versorgen in der Form. Aber natürlich alles auf einer mathematischen Ebene. Ein Pipeline-Netzwerk kann man sich vorstellen wie ein langes Röhrensystem, das das bereits genannte Erdgas über weite Strecken transportieren muss. Und Michaels Arbeit ist jetzt, das auf mathematischer Ebene zu berechnen. Aktuell sind wir aber dabei, mit verschiedenen Firmen, die sich um den Gastransport in Deutschland kümmern, auch uns darum zu bemühen, da reale Daten zu bekommen, um eben tatsächlich realistische Simulationen durchzuführen. Michael will letztendlich Firmen unterstützen, ihre Pipelines effizienter zu gestalten und weiterentwickeln zu können. Unsere Aufgabe ist eher, denen praktisch den wissenschaftlichen Hintergrund zu liefern, zu sagen, das funktioniert so, wie ihr das machen wollt, das ist relativ exakt so, wie ihr das machen wollt und ihr könnt es auch so machen, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Also das ist eher so unsere Aufgabe. Eine der Hauptaufgaben von Michael ist es ja, Gasnetzwerke zu optimieren. Und dabei kann Michael in verschiedenen Richtungen vorgehen. Also kommt immer darauf an, was man optimieren will. Bei uns geht es zum Beispiel eher darum, wenn man jetzt eine Kompressorstation zwischengeschalten hat, ich meine, wenn die Rohre ziemlich lang sind, dann fällt irgendwann der Druck ab in dem Rohr und da arbeitet man gegen, indem man den Druck wieder kompressiert in Kompressorstationen. Und da geht es jetzt zum Beispiel darum, die kostet natürlich viel, also kostet viel im Sinne von, es ist sehr aufwendig, so einen Kompressor zu betreiben. Wie kann man denn diese Kosten möglichst gering halten? Also das wäre zum Beispiel was, nach was wir optimieren würden, dass man sagen, wir wollen möglichst wenig Kosten in das Netzwerk reinstecken dafür, dass am Schluss aber alles noch funktioniert. Funktioniert heißt, der Druck erfüllt die Druckschranken, also es ist weder zu hoher Druck, dass das Netzwerk irgendwie kaputt geht, noch ist der Druck zu niedrig, dass vielleicht gar kein Gas fließt. Und trotzdem will man eben möglichst kosteneffizient arbeiten. Da kommt bei uns die Optimierung her. Also rein mathematisch gibt es natürlich Gleichungen, rein physikalische Gleichungen, die beschreiben einfach, wie so ein Gas fließt in der Form. Also da gibt es so die diskreten Mathematiker nebenan, die arbeiten eher so praktisch stückweise. Die sagen, okay, wenn ich jetzt in dem Moment so viel Gas in dem Teil vom Rohr habe, dann muss das im nächsten Moment ja ein bisschen weiter sein und im nächsten Moment wieder ein bisschen weiter sein. Also da hat man sozusagen, denkt man so ein bisschen in Teilchen. Das machen wir nicht, wir arbeiten eher mit so einer Dichte. Das ist wie wenn man vom Autofahren spricht, man spricht so und so viele Autos pro Kilometer oder sowas. Und gleichzeitig einem Gasfluss in der Form, also einem Massenfluss. Und die kann man eben über bestimmte partielle Differentialgleichungen darstellen. Und die modellieren sozusagen den Fluss in so einem Gasrohr, in so einer Pipeline. Damit ihr euch jetzt vorstellen könnt, wie Michaels Berechnungen so aussehen können, hat er uns das anhand von Gleichungen an der Tafel gezeigt. Also genau, im ersten Moment schaut das jetzt alles wahnsinnig kompliziert aus, was hier steht. Man sieht hier praktisch diese Gleichungen, die hier alle stehen, die beschreiben sozusagen den Gasfluss in einem Rohr.
Das ist jetzt eine partielle Differentialgleichung. Das Schwierige ist, dass das eine Gleichung ist, in der nicht nur so ein x und ein y irgendwie vorkommen, sondern da stehen Funktionen drin, wo auch gleichzeitig die Ableitungen vorkommen. Also man sieht hier zum Beispiel in der ersten Gleichung, man hat hier die Zeitableitung von dem Rho. Das Rho ist normalerweise eine Dichte. Und die x-Ableitung, also das ist eine Ortsableitung über die Entfernung eben von dem Massenfluss. Und die muss ich sozusagen aufheben zu 0. Die Gleichung beschreibt dann den Massenfluss, die Massenerhaltung in dem Gasnetzwerk. Die zweite Gleichung hier beschreibt die Impulserhaltung. Schaut auch ziemlich kompliziert aus, ist hier auch irgendwie, aber es lässt sich schon mitarbeiten. Man braucht hier praktisch noch Anfangsbedingungen dazu. Die beschreiben, wie schaut denn unser Netzwerk eigentlich am Anfang der Simulation aus. Und man braucht noch Randbedingungen. Was passiert am linken Rand, was passiert am rechten Rand, wie viel Gas kommt hier rein, wie groß ist der Druck am anderen Rand. Und das, wenn man macht, dann stellt sich eben irgendwie so ein Gasfluss in diesem Netzwerk ein, den man dann über die Zeit simulieren kann. Michele Spinola hat an der FAU studiert, seinen Bachelor und seinen Master gemacht. Danach stieg er in das Projekt ein, in dem sein Lehrstuhl involviert war. Mit jungen 6 Jahren zog er mit seiner Familie aus Italien nach Deutschland. In der Mathematik, in der Schulzeit habe ich festgestellt, okay, egal aus welchem Land man kommt, wenn man jetzt die Symbole kennt, was 1 und 2 ist, kann man theoretisch damit romantieren. Das fand ich sehr interessant. Wahrscheinlich hat das mein Interesse dann geweckt und seitdem ist der Bezug zur Mathematik und dementsprechend dann auch zu den anderen Naturwissenschaften dann gegeben. Also ich beschäftige mich mit sogenannten nicht-lokalen Erhaltungsgleichungen. Das sind bestimmte hyperbolische Gleichungen und noch etwas genauer gesagt, das sind Gleichungen, die man auch in der chemischen Verfahrenstechnik verwenden kann und auch in der Verkehrsflussanalyse, also einfach mathematische Konstrukte, mit denen man versucht, die Realität zu übersetzen und sie besser zu verstehen. Er arbeitet mit nicht-lokalen Erhaltungsgleichungen, also hyperbolischen Gleichungen. Und das wiederum sind? Hyperbolisch bedeutet in dem Fall, man hat einen gewissen Transportcharakter. Transport kann wirklich sein wie Autos oder etwas, was sich bewegt von A nach B, also Transport im engeren Sinne, oder auch im weiteren Sinne, wie sich Partikel, wenn wir jetzt in der chemischen Verfahrenstechnik sind, wie sich Partikel im Laufe der Zeit verändern, Größe, Breite, in den Dimensionen sich dann verändern. Also ich möchte hier auch nochmal diesen nicht-lokalen Charakter oder was bedeutet nicht lokal im Rahmen der Verkehrsanalyse darstellen. Wir haben hier eine Straße, möchten hier von A nach B kommen, also das heißt, wir befinden uns hier und wir haben vor uns lauter Autos. Vielleicht hier mal eine Lücke, hier ist nochmal ein Auto und nicht lokal bedeutet, dass wir jetzt über die ganze Zeit nach vorne sehen, am besten, wenn es geht, wirklich bis rüber B. Und dann sehen wir, okay, wenn sich hier viele Autos aufstauen, dann sollten wir mit der Geschwindigkeit runtergehen. Lokal würde bedeuten, ich würde mir die Verkehrssituation vielleicht nur hier ansehen oder nur hier ansehen oder nur hier ansehen oder nur hier ansehen. Also wirklich nur an bestimmten lokalen Punkten, sage ich mal, lokalen Punkten auf der Straße. Und nicht lokal bedeutet, ich kann wirklich nach vorne sehen, ich habe einen gewissen Sichthorizont vor mir und ich betrachte die gesamte Situation auf diesem Sichthorizont. Das bedeutet in dem Fall nicht lokal. Zunächst einmal Gleichungen oder Mathematik an sich müssen sich nicht unbedingt mit Anwendungsgebieten beschäftigen. Wenn wir eine Gleichung, sie sieht jetzt nicht unbedingt darauf, ob wir Autos vorliegen haben, ob wir keine Nanopartikel haben, sondern es ist erstmal eine Gleichung. Das heißt, wir haben ja erstmal dieses mathematische Konstrukt und dadurch, dass Autos, wenn man sich im Großen und Ganzen, also von der Vogelperspektive aus, ist es im Grunde genommen wie ein Verkehrsfluss. Also es ist nicht ein einzelner Auto, sondern ein Verkehrsfluss. Auch die ganzen Partikel, die hergestellt werden, wenn man sich nicht auf die einzelnen Partikel sich anguckt, sondern die Gesamtheit, kann man sich das auch wie etwas vorstellen, was sich im Laufe der Zeit flussähnlich dann verändert. Und das ist im Grunde genommen der Bezug, wieso diese Mathematik auf Verkehrsflüsse und chemische Prozesse angewendet werden kann. Und so kann ein Beispiel für ein mathematisches Simulationsmodell aussehen. Hier sehen wir einen Quader, der sich entlang der Diagonale bewegt. Die Geschwindigkeit der einzelnen Punkte hängt vom Gesamtvolumen ab, das sich auf dem grauen Quadrat befindet. Je mehr sich der rote Quader mit der grauen Fläche überschneidet, desto höher ist der Beitrag der Geschwindigkeit. Im Grunde genommen ist es einfach nur ein mathematisches Objekt. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Anwendung finden. Das ist einfach nur, dass man mit den Modellen, die man hat, auch numerische Ergebnisse liefern kann. Numerik bedeutet
die Mathematik, die Formel, die man hat, im Computer so einzugeben, dass man Simulationen erstellen kann, Optimierungen erstellen kann, dass man jetzt nicht auch per Hand alles neu ausrechnen muss und auch Prognosen bilden kann. Also hier Quader ist einfach nur wirklich eine Größe, das soll jetzt nicht unbedingt Verkehrsflüsse oder Partikel darstellen. Und wenn man Prognosen am Computer macht, wo bleibt dann noch das Rechnen mit Zahlen? Als Mathematiker, das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, aber wir rechnen sehr wenig mit Zahlen. Also wenn wir Zahlen haben, dann ist es vielleicht mit einem Computer, wenn wir unsere Gleichungen implementieren. Aber wir selbst rechnen wenig, wir beweisen ja, also wir haben gewisse Gleichungen vor uns und können uns dann vorstellen, wie die Parameter, wie die Größen aussehen müssen, damit diese Gleichung lösbar ist. Das Schöne an Mathe ist eben, dass man da so eine Art Sprache damit lernt, wo man eben Dinge damit beschreiben kann, die man eben nicht beschreiben könnte, wenn man die Sprache eben nicht so beherrscht. Martin Doss hat direkt vom Studium in die Promotion gewechselt. Jetzt arbeitet er in einem interdisziplinären Projekt in der angewandten Mathematik. Ich kann nicht mal 10 Finger schreiben, fällt mir gerade. Das kann man ja rausschneiden, oder? Ja. Was ich mache, kann man vielleicht ganz grob so beschreiben, dass ich mir ein Wassertröpfchen anschaue und in dem Wassertröpfchen da ist ein Wirkstoff aufgelöst. Und jetzt schaue ich mir an, was passiert denn, wenn auf das Wassertröpfchen Hitze einwirkt und dann das Wasser verdampft und dann zurück nur eben der Wirkstoff bleibt und letztendlich dann eben aus dem Wassertröpfchen ein festes Pulverpartikel wird. Und den Phasenübergang, den beschreibe ich eben mathematisch. An manchen Tagen modelliert Martin und erstellt Gleichungen. An anderen Tagen sieht er sich an, wie man Modelle lösen kann, die es schon gibt. Wenn er dann etwas gefunden hat, was auch funktioniert, dann macht er eine Voraussage durch Simulationen und schaut sich dann an, ob es mit der Wirklichkeit zusammenpasst. Also es gibt immer so die 3 Dinge und klar, man merkt dann immer, irgendwas passt nicht und dann muss ich natürlich wieder ein bisschen modellieren. Dann muss ich wieder meinen Algorithmus anpassen, dann wieder simulieren. Also das ist ein ewiger Kreislauf. Und ich hoffe, dass ich am Ende dann so weit bin, dass ich eben sagen kann, mein Modell passt genau zur Realität. Was für Martin spannend ist die Frage, wie aus einem Lösungströpfchen ein fester Partikel wird. Um das herauszufinden, haben Pharmazeuten der FAU einen akustischen Levitator mit ins Spiel gebracht. Diese bringen die Tröpfchen zum Schweben und so kann man herausfinden, wie ein einzelnes Tröpfchen trocknet. Dazu gibt es auch empirische Daten, Messungen und Experimente. Und auf denen aufbauend modelliere ich jetzt das Ganze eben aus mathematischer Sicht, dass man eben noch ein tieferes Verständnis dafür hat. Also was passiert da im Inneren, was passiert in der Luft um das Tröpfchen, da gibt es eben so Fluidzirkulationen und man kann nicht alles mit bloßem Auge beobachten, also für manches. Da braucht man eben dann schon ein Modell, um das besser verstehen zu können. Das, was er erforscht, findet man in der Praxis auch in der Sprühtrocknung wieder. Ganz viele Medikamente werden in der Pharmazie auf diese Weise hergestellt. Übrigens auch Instant-Kaffee und Tee. Das ist zwar eigentlich ein einfaches Verfahren, einfach so eine Lösung in heiße Luft zu blasen, aber das ist auch insofern heikel, weil man eben genau wissen muss, wie viel Hitze benötige ich denn. Weil zum einen möchte ich ja genügend Hitze auf das Tröpfchen oder auf die ganzen Tröpfchen einwirken lassen, damit wirklich der Phasenübergang stattfindet, also dass aus flüssig fest wird, damit ich eben am Ende so ein Pulver habe. Aber zum anderen möchte ich ja auch nicht zu viel Hitze verwenden, damit eben der Wirkstoff, der im Tröpfchen ist oder am Schluss dann in dem Pulver, der soll dann nicht inaktiviert werden. Und das passiert eben relativ schnell und darum geht es bei mir auch ein bisschen, dass man eben effizient Medikamente herstellen kann, möglichst ohne viel Verlust von dem Wirkstoff, der da drin enthalten ist. Also das ist aus mathematischer Sicht ist das halt sehr spannend, weil da kommt eben viel zusammen. Also zum einen habe ich mal, wie gesagt, die akustische Welle, mit der das Tröpfchen levitiert wird. Also da benutze ich die Helmholtz-Gleichungen, um das zu beschreiben. Dann habe ich eben Fluidzirkulationen, die modelliere ich mit Navier-Stokes. Und dann natürlich noch Advektions-Diffusionsgleichungen, wo ich eben den Wärmetransport und den Stofftransport beschreibe. Also das sind eben verschiedenste partielle Differentialgleichungen, die ich da verwende. Und das macht es natürlich so spannend und so vielseitig auch das Thema.
Zur Navier-Stokes-Gleichung gibt es noch eine ganz interessante Geschichte zu erzählen. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal von ihr gehört als die 1-Million-Dollar-Gleichung. Der Name kommt daher, dass für die Lösung des Problems 1 Million Dollar versprochen werden. Sie bilden die Grundlage der gesamten Strömungsmechanik und werden bei der Entwicklung von Fahrzeugen angewendet. Es gibt sie aber bisher nur in Annäherungsform, da eine exakte Lösung noch nicht existiert. Nun aber zurück zum Martins-Thema und jetzt wollen wir euch ein paar spannende Darstellungen zeigen. Hier könnt ihr im unteren Bereich das Innere des Tröpfchens betrachten. Dargestellt in Kugelkoordinaten, daher sieht das Ganze so aus wie ein kleines Rechteck. Außenrum, der rote Bereich, stellt den Wasserdampf dar. Der blaue Bereich oben ist die Luft um das Tröpfchen. Nun könnt ihr sehen, wie das Wasser über die Phasengrenze transportiert wird. Im Tröpfchen kann Martin nun beschreiben, wie der Wirkstoff verteilt ist. Blau bedeutet, dass der Wirkstoff noch relativ niedrig konzentriert ist. Und rot bedeutet, dass der Wirkstoff sehr stark konzentriert ist. In dieser Darstellung sind die Luftzirkulationen zu sehen, die durch die akustische Welle, die das Tröpfchen zum Schweben bringt, zu erkennen sind. In den Luftwirbeln verfängt sich nach einer gewissen Zeit der Wasserdampf. Dadurch kann man sehen, wie sich das Medium bewegt und relativ gleichmäßig im Raum verteilt. Es sieht fancy aus, wie du sagst, aber ich bin auch ganz froh, wenn es dann am Ende so aussieht. Aber bis es mal so aussieht, ist immer recht viel Arbeit. Dass da viel Arbeit drin gesteckt hat, das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Und dass man Mathe einfach immer und überall gebrauchen kann. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge.